Vielen Dank, lieber Alexander, vielen Dank, lieber Alexander, für Ihre Einladung. Es ist für mich eine Freude, hier zu sein, in Wien und zu Ihnen zu sprechen. Hören Sie mich dahinter? Ja. Also, Alexander hat gesagt, dass ich aus der Sowjetunion kam und nun jetzt sind wir im sogenannten Freien Westen. Aber wie wir jetzt erleben, es wird noch nicht so ganz frei bei uns auch. Es wird immer weniger Freiheit. Und ich kann mich erinnern, wir mussten damals in der Sowjetunion, jetzt hört man ja, mussten wir in der Schule ein Lied singen, ungefähr so sinngemäß übersetzt. Also die Sowjetunion, Kommunismus und alles, sind so ein schönes Land dort. Und ich kenne kein anderes Land auf der Welt, wo der Mensch so frei atmen kann, wie im Kommunismus. Ja, ich hoffe, dass wir das hier auch noch sagen können. Ich kenne kein anderes Land, wo man so frei atmen kann. Ich hoffe, dass es wiederhergestellt wird in Europa. Und heute Abend möchte ich zu Ihnen sprechen über das Thema der Verlust des Sinnes für das Übernatürliche in einer säkularisierten Gesellschaft. In einem der christlichen Texte des 2. Jahrhunderts lesen wir: Was im Leibe die Seele ist, das sind in der Welt die Christen. Wie die Seele über alle Glieder des Leibes, so sind die Christen über die Städte der Welt verbreitet. Die Seele wohnt zwar im Leibe, stammt aber nicht aus dem Leibe. So wohnen die Christen in der Welt, sind aber nicht von der Welt. Die unsichtbare Seele ist in den sichtbaren Leib eingeschlossen. So weiß man zwar von den Christen, dass sie in der Welt sind, aber ihre Religion ist nicht von dieser Welt. Das Fleisch hasst und bekämpft die Seele, die ihm kein Leid antut, bloß weil es von ihr gehindert wird, seinen Lüsten zu frönen. Ebenso hasst die Welt die Christen, die ihr nichts zuleide tun, nur weil sie sich ihren Lüsten widersetzen. Die Seele liebt das ihr feindselige Fleisch und die Glieder, so lieben auch die Christen ihre Hasser. Die Seele ist zwar vom Leibe umschlossen, hält aber den Leib zusammen. So werden auch die Christen von der Welt gleichsam in Gewahrsam gehalten, aber gerade sie, die Christen, halten die Welt zusammen. Unsterblich wohnt die Seele im sterblichen Gezelte, so wohnen auch die Christen im Vergänglichen, erwarten aber die Unvergänglichkeit im Himmel. Schlecht bedient mit Speise und Trank wird die Seele vollkommener. Auch die Christen nehmen, wenn sie mit dem Tode bestraft werden, von Tag zu Tag mehr zu. In einer solchen Stellung hat Gott die Christen versetzt und sie haben nicht das Recht, diese Stellung zu verlassen. Ende des Zitats aus einem Text vom 2. Jahrhundert aus dem sogenannten Diognet-Brief. Im 20. Jahrhundert erreichte der Verlust des übernatürlichen Sinnes und des entschieden antichristlichen Geistes ihren Höhepunkt, zunächst durch die kommunistische Revolution in Russland in 1917, die bis Anfang der 90er Jahre den größten Teil der Weltbevölkerung politisch beherrschte. Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Sowjetimperiums im Ostblock hat sich die kommunistische Revolution wie ein Chamäleon von der roten in die grüne Farbe der Ökologie und der Genderideologie verwandelt und befindet sich in unseren Tagen im Vorfeld einer Art globaler Diktatur unter dem Vorwand der Gesundheitssicherheit, mit Anzeichen unnachgiebiger Unterdrückung der gesamten Bevölkerung, einer Form der Massenversklavung, deren sichtbares Zeichen
die Gesichtsmaske ist. Man hat den Eindruck, dass die heutige Gesellschaft den Körper und die körperliche Gesundheit zu einem Gott erklärt hat. Dies ist ein auffälliges Zeichen für den Verlust des Übernatürlichen. Kardinal Louis Pie, ein großer antirevolutionärer Bischof in Frankreich, Bischof von Poitiers im 19. Jahrhundert, bemerkte, ich zitiere, der vorherrschende Fehler, das Kapitalverbrechen dieses Jahrhunderts, er spricht vom 19., ist der Anspruch, die Gesellschaft der Leitung durch Gott und dem Gesetz Gottes zu entziehen. Ende des Zitats. Kein Mensch soll in einem rein natürlichen Zustand bleiben, denn alle sind zum übernatürlichen Ziel berufen, das die unmittelbare Anschauung Gottes und die Liebe ist in der Ewigkeit, die daraus hervorgeht. Auf dieses höchste Ziel ist die Menschheit seit dem Tag der Schöpfung hingeordnet. Und nach dem Sündenfall wird sie zu diesem Ziel von Christus, dem Erlöser, geführt, der sich als Opfer für die Erlösung der Menschen hingegeben hat. Der heilige Thomas von Aquin sagte, bonum gratiae unius naturae, unius hominis, maius est, quam bonum naturae totius universi. In Deutsch. Das Gut der Gnade eines einzigen Menschen ist größer als das Gut der Natur des gesamten Universums, sagt Thomas von Aquin. Das geringste Maß an heiligmachender Gnade in der Seele, zum Beispiel eines kleinen Kindes nach seiner Taufe, ist mehr wert als das natürliche Wohl des gesamten Universums. Blaise Pascal zeigt uns den unvergleichlichen Unterschied zwischen der rein natürlichen und der übernatürlichen Ordnung. In seinem Werk Pensée, das heißt Gedanken, sagte er, ich zitiere ihn jetzt, es gibt diejenigen, die nur die Größe nach dem Fleisch bewundern können, als gäbe es keine geistigen Größen, und andere, die nur die Geistigen bewundern, als ob es keine unendlich höhere übernatürliche Weisheit gäbe. Alle Körper, das Firmament, die Sterne, die Erde und ihre Reiche sind nicht den kleinsten Geist wert, weil der Geist zur Erkenntnis fähig ist und sich selber erkennt, während die Körper nichts erkennen. Alle Körper zusammen und alle Geister zusammen und alle ihre Werke auf der natürlichen Ebene sind nicht die geringste Bewegung wert der übernatürlichen Nächstenliebe zum Beispiel. Die übernatürliche Liebe gehört zu einer unendlich höheren Ordnung. Aus allen zusammengesetzten Körpern konnte kein einziger Gedanke hervorgehen. Es ist unmöglich, weil es zu einer anderen Ordnung gehört. Aus allen Körpern und Geistern zusammen konnte keine einzige Bewegung wahrer, übernatürlicher Nächstenliebe in der heiligmachenden Gnade hervorgehen. So Blaise Pascal. Der Mensch wurde zu diesem Zweck geschaffen, nämlich um Gott zu preisen, ihn zu ehren, ihm nach seinem göttlichen Willen zu dienen und so seine Seele zu retten. Alles auf dieser Welt hat keinen anderen Grund zu existieren, als dem Menschen zu helfen, dieses Ziel zu erreichen. Folglich muss der Wohlstand des gegenwärtigen Lebens beiseite gelegt werden, wenn er nur durch den Verlust der eigenen Seele erreicht werden kann. Es ist notwendig, das gegenwärtige Leben zur Vorbereitung auf das zukünftige Leben zu machen. Zeitliche Güter müssen ewigen Gütern untergeordnet sein. Daher muss
die zeitliche, weltliche Gewalt der von Gott errichteten höheren Gewalt, das heißt der Kirche, untergeordnet sein, um das ewige Ziel des ewigen Lebens zu erreichen. Die Liberalen binden sich an die Prinzipien der Französischen Revolution von 1789, das revolutionäre Prinzip schlechthin. Louis Veuillot, ein katholischer Apologet des 19. Jahrhunderts, sagte, ich zitiere, das, was die revolutionäre Erziehung der Konservativen von 1848 die Säkularisierung der Gesellschaft nennt, das ist der Bruch mit der Kirche, der Bruch der Gesellschaft mit der Kirche, der Bruch der Gesellschaft mit Jesus Christus, mit Gott, der Bruch mit jeder Anerkennung des Gedankens Gottes in der menschlichen Gesellschaft. Nach Kardinal Louis Veuillot, ein großer Kardinal und Theologe, vor 100 Jahren hat er gelebt, ist der sowohl individuelle als auch soziale Liberalismus ein Glaubensirrtum, da er den Menschen und die Gesellschaft von Gott emanzipieren will, als ob Gott nicht existiere. Basierend auf dem Postulat der menschlichen Freiheit als einem unendlichen, absoluten Wert. Allerdings ist das Grundprinzip des Liberalismus absurd und widersprüchlich. In der Tat kann absolute Freiheit, wie die Liberalen behaupten, nicht ein endgültiges Ziel sein, da die Freiheit nur eine Fähigkeit ist, im Hinblick auf ein Ziel, um es zu erreichen. Freiheit ist also das Mittel zum Zweck. Darüber hinaus muss die Freiheit Grenzen haben und kann nicht absolut oder unbegrenzt sein, wie die Liberalen lehren. In der Tat handelt es sich bei jedem Verbrechen, zum Beispiel, um einen Missbrauch der Freiheit. Daher muss die Freiheit von starken, wirksamen Zügeln gehalten werden, damit sie nicht in den Abgrund stürzt. Wenn man jedoch das Grundprinzip des Liberalismus anerkennt und die Schlussfolgerung vom Freiheitsmissbrauch leugnet, wird man notwendigerweise in eine von zwei Absurditäten fallen, nämlich entweder wird man behaupten, dass Freiheit unfehlbar ist und nicht in einen Irrtum fallen kann, oder man wird zugeben, dass Freiheit scheitern kann, dass aber dies gut sei und dass der Missbrauch der Freiheit auf jeden Fall respektiert werden müsse, auch ein Verbrechen. Das ist aber ein reiner Wahnsinn. Zu wollen, dass das Ziel der Gesellschaft und das Ziel der Religion auseinandergehen, dass die für die Regulierung der Erreichung beider Ziele zuständigen Mächte getrennt sind, das heißt die Gesellschaft und die Kirche, bedeutet implizit die Einheit des ersten Grundsatzes der ganzen Schöpfung zu leugnen und dies zu behaupten, dass es einen Schöpfer der geistigen Dinge gibt auf der einen Seite und dass es einen anderen Schöpfer der zeitlichen Dinge gibt. Dass es einen Gott gibt, der den Menschen zum zeitlichen, gesellschaftlichen Leben führt und einen anderen Gott, der ihn zum religiösen, übernatürlichen Leben führt. Mit einem Wort, wir müssten damit mit den Manichäern und den Gnostikern zwei Prinzipien zugeben, die einander entgegengesetzt sind. Juan Donoso Cortés, ein tapferer spanischer Christ des 19. Jahrhunderts, ein Apologet, ein Mann mit einer klaren, entschiedenen Geisteshaltung, hat uns die folgenden und immer noch aktuellen Überlegungen zur Gefahr
des Verlustes des Übernatürlichen in der modernen Gesellschaft hinterlassen. Ich zitiere Juan Donoso Cortés. Der Unterschied zwischen dem reinsten Dogma, das in der katholischen Theologie bewahrt wird, und dem Dogma, das durch menschliche Traditionen verändert wurde, besteht darin, die höchste Verwandlung durch die Gnade und das erhabene Ziel des ewigen Lebens zu erreichen. Der Engel der Finsternis, der Teufel, täuschte unsere ersten Eltern nicht, als er sagte, sie würden wie Gott Götter werden, wie Gott werden. Die Täuschung bestand darin, den übernatürlichen Weg der Liebe zu verbergen und den natürlichen Weg dafür des Ungehorsams zu öffnen. Das war die Täuschung. Der Fehler der heidnischen Theologen liegt nicht in der Behauptung, dass die Gottheit und die Menschheit, die göttliche und die menschliche Natur vereint werden können und vereint sein werden. Der Irrtum liegt darin, dass die Heiden die göttliche Natur und die menschliche Natur als nahezu identisch betrachten, während der Katholizismus, der sie als wesentlich unterschiedlich ansieht, durch die übernatürliche Vergöttlichung des Menschen, durch die Gnade, eben zur wahren Einheit zwischen Gott und Mensch führt. Dieser heidnische Aberglaube zeigt sich in den Ehren, die das Heidentum heute der Erde als der Mutter Erde zuteil werden lässt, die man heute auch Pachamama nennt, die Alexander sehr gut kennt. Aber bedenken Sie, Juan Donoso Cortés sagt es im 19. Jahrhundert. Ich wiederhole, dass man der Erde als der Mutter Erde Ehren zuteil werden lässt. Was würde der heute sagen, wenn er der Zeremonie vom letzten Oktober in Rom beigewohnt hätte? Also, ich zitiere weiter, also er sagt, dass man der Erde als der Mutter Erde Ehren zuteil werden lässt, die Mutter Erde, welche unsterblich und fruchtbar in ihren vielen Göttern und vielen Geschöpfen ist, die sie für die Götter selbst halten. Schließlich besteht der Unterschied zwischen dem Pantheismus und dem Katholizismus nicht darin, dass der eine die Vergöttlichung des Menschen behauptet und der andere sie leugnet. Im Pantheismus wird behauptet, der Mensch sei von Natur aus Gott, während das Christentum behauptet, er könne nur durch die Gnade auf dem übernatürlichen Weg vergöttlicht werden. Der Pantheismus lehrt, dass der Mensch ein Teil des Ganzen ist und das Ganze ist Gott. Jedes Einzelne wird vollständig von dem Ganzen absorbiert. Der Katholizismus lehrt dagegen, dass der Mensch selbst nachdem er durch die Gnade vergöttlicht wurde, das heißt, nachdem er von der göttlichen Substanz durchdrungen wurde durch die Gnade, immer noch die unantastbare Individualität seines eigenen Wesens behält. Das Wort des Evangeliums nach Johannes 5,43. Ich bin gekommen im Namen meines Vaters und ihr habt mich nicht empfangen. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den empfangt ihr, sagt Jesus, Johannes 5,43. Diese Worte verkünden den natürlichen Triumph des Irrtums über die Wahrheit, des Bösen über das Gute. Darin liegt das Geheimnis der Vergessenheit, in die alle Völker Gott gestellt hatten. Die erstaunliche Ausbreitung heidnischen Aberglaubens, der tiefen Finsternis, die von der Welt verbreitet wurde, die Ankündigung der künftigen Zunahme menschlicher Irrtümer, der künftigen Abnahme der Wahrheit unter den Menschen, der Leiden der Kirche, der Verfolgung der Gerechten, der Siege der Sophisten, der Popularität der Lästerer. In diesen Worten ist die Geschichte enthalten mit allen Skandalen, mit allen Häresien, mit allen Revolutionen. In ihnen wird uns gesagt,
warum das jüdische Volk zwischen Barabbas und Jesus verurteilt und dafür Barabbas wählt. Weil heute die Welt zwischen katholischer und sozialistischer Theologie, die heutige Art, die sozialistische Theologie wählt und nicht die wahre katholische Theologie wählt. Dies ist das Geheimnis von all dem, was unsere Vorfahren gesehen haben, von all dem, was unsere Kinder noch sehen werden, alles, was wir selber noch sehen werden. Weiter sagt Juan Donoso Cortés, zwischen den alten Gesellschaften, also den Heiden, und den katholischen Gesellschaften gibt es keinen anderen Unterschied als den, der sich daraus ergibt, dass die einen aus Katholiken und die anderen aus Heiden bestehen. Die einen bestehen von Menschen, die von ihren natürlichen Instinkten bewegt werden, und die andere von Menschen, die ihrer Natur nach mehr oder weniger vollständig dem übernatürlichen und göttlichen Impuls der Gnade mehr oder weniger vollständig gehorchen. Dies dient dazu, die Distanz zu erklären, die zwischen den politischen und sozialen Institutionen der alten heidnischen Gesellschaften besteht und den Institutionen, die in den modernen Gesellschaften spontan entstanden sind. Die Institutionen sind nämlich der soziale Ausdruck gemeinsamer Ideen und gemeinsame Ideen das kollektive Ergebnis individueller Ideen. Individuelle Ideen sind die intellektuelle Form der Seins- und Gefühlsweise des Menschen. Der heidnische Mensch und der katholische Mensch hören auf, gleich zu sein und gleich zu denken. Wobei der eine der Vertreter der hochmütigen Menschheit ist, die ohne Gnade ist, und der andere der Vertreter der erlösten Menschen ist, der erlösten Menschheit. Alte und moderne Institutionen sind nicht Ausdruck zweier verschiedener Gesellschaften, sondern der Ausdruck zweier unterschiedlicher Menschen. Aus diesem Grund kommt es vor, dass später, wenn katholische Gesellschaften von Gottes Geboten abgehen, sofort Heidentum in sie einbricht. Und dass Ideen, Bräuche, Institutionen der Gesellschaft wieder heidnisch werden. So Donoso Cortés. Als die römische Gesellschaft mit dem Katholizismus in Kontakt trat, ohne aufzuhören, wie zuvor römisch zu sein, wurde sie zu etwas, das sie vorher nicht war. Sie wurde katholisch. Die germanischen Völker waren, ohne aufzuhören, wie zuvor germanisch zu sein, etwas, was sie vorher nicht gewesen waren. Sie wurden katholisch. Politische und soziale Institutionen, die vorher nicht christlich waren, nahmen, ohne die Natur zu verlieren, die ihnen gehörte, eine ihnen fremde Natur an, nämlich die katholische Natur. Der Katholizismus war keine leere Form, weil er keiner Institution eine nur äußere Form gab. Der Katholizismus war im Gegenteil etwas Innerliches, etwas Wesentliches. Und deshalb gab er der Gesellschaft, allen Gesellschaften etwas Tiefgründiges, etwas Innerliches. Der Katholizismus hat die Formen der gesellschaftlichen Einrichtungen gelassen und deren Wesenheit verändert. Und zur gleichen Zeit, als er alle Formen stehen ließ, hat er deren Wesenheiten verändert. Die Kirche war feudalistisch, wie der Feudalismus katholisch war. Aber die Kirche erhielt nicht das Äquivalent dessen, was sie gab, dass sie etwas rein Äußerliches, etwas Zufälliges erhielt, während sie etwas Inneres, Wesentliches den Gesellschaften gegeben hat.
Die europäische Zivilisation wurde weder als germanisch, noch als römisch, noch als absolutistisch oder feudalistisch bezeichnet. Die europäische Zivilisation wurde als katholische Zivilisation bezeichnet. Das alte Heidentum ging vom Abgrund zum Abgrund, vom Sophisten zum Sophisten, vom Tyrann zum Tyrann, bis es in die Hände von Caligula gefallen ist, einem abscheulichen Monster mit menschlichen Formen, mit unsinniger Begeisterung und bestialischem Appetit. Während der Französischen Revolution begann der moderne Mensch, sich selbst in einer Prostituierten anzubeten auf dem Altar von Notre Dame und wurde zur Beute des zynischen und blutrünstigen Tyrannen Marat und von Robespierre, der höchsten Inkarnation menschlicher Eitelkeit und wilden Instinkten. Das neue Heidentum wird in einen noch tieferen und dunkleren Abgrund fallen. Das moderne Heidentum wälzt sich vielleicht bereits im Schlamm der sozialen Kloaken, der Laster und muss seinen Hals dem Joch einer schamlosen, grausamen Diktatur und Ungehörigkeit beugen. Worte von Juan Cortés vom 19. Jahrhundert. Wie aktuell. Der Verlust des Übernatürlichen, das heißt des Einflusses des wahren katholischen Glaubens und des sozialen Königtums Christi lässt uns heute das neue Heidentum der Gesellschaft sich im Schlamm unaussprechlicher moralischer Perversionen wälzen sehen. Wir sehen das. Solche moralische Ungeheuerlichkeiten und Perversitäten sind sogar teilweise in das Leben der Kirche eingedrungen und werden auch von Vertretern des Klerus und manchmal des hohen Klerus verteidigt, gelobt. Die heutige Gesellschaft, ein erklärter Feind des wahren Übernatürlichen, nähert sich heute sogar der Praxis des Kannibalismus mittels des geplanten obligatorischen Impfprojekts, das von Substanzen aus menschlichen Körpern, das heißt aus Körpern von im Mutterleib getöteten Kindern hergestellt wird, von Kindern, die jetzt in Europa im 9. Monat der Schwangerschaft, das heißt unmittelbar vor ihrer Geburt, legal getötet werden können, wie zum Beispiel durch das neue Gesetz kürzlich in Frankreich, das wurde sanktioniert während des Covid-Notfalls. Vor mehr als 100 Jahren stellte Papst Leo XIII. Die folgende Diagnose des gefährlichen Zustands der geistigen Gesundheit der Gesellschaft damals im 19. Jahrhundert und stellte das Heilmittel für den Verlust des Übernatürlichen, und zwar in der Wiederherstellung des Geistes des Evangeliums, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Leben. Ich zitiere jetzt sehr aktuelle Aussagen von Papst Leo XIII. Und Sie werden das sehen, wie aktuell sie sind. Von 1890, von der Enzyklika Sapientiae Christianae. Er sagte: Unser Jahrhundert hat ernsthafte, unvergessliche Ereignisse erlebt und es ist nicht bekannt, ob wir andere fürchten sollten, die gleich sind. Daher warnt uns der historische Moment, von welcher Seite wir das Heilmittel suchen müssen. Das heißt, in allen Komponenten des sozialen Lebens die christliche Denk- und Handlungsweise wiederherzustellen. Dies ist der einzige sichere Weg, um die Übel zu beseitigen, von denen wir betroffen sind,
und die Gefahren zu verhindern, die uns umgeben. Die weisen Lehren des Christentums in Erinnerung zu rufen, im Leben, Sitten und Einrichtungen der Völker nach ihnen von Grund auf umzugestalten, wird täglich dringender, sind doch durch die Abkehr von ihnen die Übel der Zeit in einer Weise angewachsen, dass ein vernünftiger Mensch sie nicht ohne Bangen wahrnimmt und nur mit Furcht in die Zukunft schaut. Worte 1890. Was würde der Papst heute sagen? Zwar, ich werde weiter fort, ich zitiere, zwar ist der Fortschritt auf dem materiellen, technischen Gebiet nicht gering anzuschlagen, aber kein natürlicher Besitz an Geld, Macht und Wohlstand, wie sehr er auch die Sinne des Menschen bestricken, die Annehmlichkeiten des Lebens vermehren und seine Genüsse vervielfältigen mag, ist imstande, den Geist, der für höhere, herrliche Güter geboren ist, zu befriedigen. Auf Gott muss das Auge sich richten. Er muss das Ziel unserer Bestrebungen sein. Das ist das Grundgesetz des menschlichen Lebens. Ist doch der Mensch nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen und fühlt er sich von einem natürlichen Verlangen mächtig nach dem Besitz, nach der Einheit mit seinem Schöpfer hingezogen. Zu Gott aber gelangt man nicht durch körperliche Bewegungen und Anstrengungen, sondern durch Erkenntnis und Liebe, durch die Tätigkeit des Geistes, durch die übernatürliche Gnade. Gott ist die oberste und höchste Wahrheit und nur der Geist wird durch die Wahrheit ernährt. Gott ist die vollkommene Heiligkeit und das höchste der Güter, das nur der Wille unter Führung der Tugenden erstreben und erreichen kann. Dies gilt von den einzelnen Menschen, es gilt aber auch von der menschlichen Gesellschaft, von der Familie und vom Staat. Denn die Gesellschaft hat von Natur aus nicht den Zweck, des Menschen Endziel zu sein. Vielmehr soll sie ihm nur die geeigneten Hilfsmittel bieten, zur Vollkommenheit zu gelangen. Wenn darum ein Staatswesen nur auf irdisches Wohlsein und Beschaffung eines behaglichen und ungestörten Lebensgenusses abzielte, dagegen bei der Ordnung der öffentlichen Angelegenheit Gott vollkommen außer Acht lassen und um das Sittengesetz sich nicht kümmern würde, also eine staatliche Gewalt, so würde es in der schlimmsten Weise seinen Zweck und seine natürliche Bestimmung verfehlen. Würde der Staat seinen Zweck verfehlen, wenn er Gott völlig ausschließen würde und das Sittengesetz nicht beachten würde, sagt der Papst hier, Leo XIII. Weiter fährt er fort. Eine solche Gesellschaft wäre kein menschenwürdiges Gemeinwesen mehr, sondern Täuschung und trügerischer Schein. Nun aber ist es allbekannt, wie die genannten geistigen Güter, die vorzugsweise durch Pflege der wahren Religion und beständige Beobachtung der christlichen Gebote erworben werden, täglich mehr verschwinden und der Vergessenheit und sogar der Geringschätzung anheimfallen, sodass der Rückgang auf dem Gebiete des Geistigen fast im gleichen Verhältnis steht wie zum materiellen Fortschritt. Interessant, diese Worte. Der Rückgang, der Abfall auf dem Gebiet des Geistigen steht im gleichen Verhältnis fast wie der materielle Fortschritt. Worte gesprochen 1898. Weiter sagt Papst Leo XIII., liegen doch schlagende Beweise eines kleinen und schwachen Glaubens in den Ungerechtigkeiten vor, die dem katholischen Namen allzu oft öffentlich und vor aller Augen zugefügt werden.
Ungerechtigkeiten, wie sie ein der Religion ergebenes Zeitalter niemals ertragen hätte früher. Hieraus erwachsen für das Seelenheil einer Menge von Menschen unbeschreibliche Gefahren, aber auch die Staaten und Reiche können nicht von Schaden frei bleiben, denn mit dem Verfall der christlichen Einrichtungen und Sitten stürzen auch notwendigerweise die stärksten Fundamente der menschlichen Gesellschaft stürzen ein. Bleibt doch zum Schutz der öffentlichen Ruhe und Ordnung nur noch die Gewalt da. Diese aber ist ohne die Hilfe der Religion zu schwach, lediglich geeignet, Knechtschaft statt Gehorsam zu erzielen. Sie trägt so bereits den Keim großer Unruhe in sich. Unsere Jahrhundert hat in dieser Hinsicht Schweres erfahren und wir wissen nicht, ob uns für die Zukunft nicht Gleiches bedroht. Weiter sagt Papst Leo XIII., es ist vorab Aufgabe der Kirche, gegen die zahlreichen und weit verbreiteten unsinnigen Meinungen, von denen wir sprechen, die Verteidigung der Wahrheit zu führen und die Irrtümer aus den Geistern auszurotten. Dieser Aufgabe muss sie jederzeit gewissenhaft nachkommen, wie aktuell. Also, ich wiederhole, der Papst sagt, die Verteidigung der Wahrheit und die Irrtümer auszurotten, das ist eine Aufgabe, die die Kirche jederzeit gewissenhaft nachkommen soll. Das sollte man mit großen Buchstaben heute schreiben. Und ja, den Vertretern der Hierarchie zuschicken. Nicht unsere Worte, sondern von Leo XIII. Bitteschön. Weiter sagt er, wenn aber die Not drängt, soll nicht nur die kirchliche Obrigkeit über die Reine des Glaubens wachen, vielmehr ist ein jeder Christ gehalten, für seinen Glauben vor den anderen offen einzustehen, sowohl um andere Gläubige zu unterweisen und zu bestärken, als auch um den Übermut des Unglaubens zurückzuweisen. Hier zitiert Papst Leo XIII. Den heiligen Thomas von Aquin. Nur Feiglinge und Zweifler an der Wahrheit ihres eigenen Bekenntnisses weichen vor dem Feind zurück oder verstummen. Wie aktuell, wie schön, ich wiederhole diese Worte. Nur Feiglinge und Zweifler an der Wahrheit ihres eigenen Glaubens weichen vor dem Feind zurück oder verstummen, wenn man von allen Seiten her mit lautem Geschrei die Unterdrückung der Wahrheit fordert. Beides ist schimpflich und eine Beleidigung Gottes. Beides schadet dem Seelenheil Einzelner wie der Gesamtheit und nützt nur den Feinden des Glaubens. Denn nichts fördert die Verwegenheit der Gottlosen mehr als die Nachlässigkeit der Gutgesinnten. Wiederhole. Nichts fördert die Verwegenheit der Gottlosen mehr als die Nachlässigkeit der Guten. Ja, die Trägheit der Christen ist umso tadelnswerter, als die Entkräftung der falschen Anschuldigungen und die Widerlegung der verkehrten Meinungen meistens leicht mit einiger Anstrengung jedenfalls möglich sind. Schließlich kann man es niemandem verwehrt sein, jene Tapferkeit zu besitzen und vor der Welt zu beweisen, die des Christen Kennzeichen ist und häufig allein schon den Mut der Widersacher gebrochen und ihre Anschläge zunichten gemacht hat. Überdies ist da der Christ zum Kampf geboren. Je heißer dieser ist, desto gewisser ist auch mit Gottes Gnade der Sieg. Vertraut, ich habe die Welt besiegt, sagt Jesus. Auch der Einwand ist völlig grundlos. Jesus Christus bedürfe zur Erhaltung und zum Schutz der Kirche der menschlichen Wirkung überhaupt nicht. Denn nicht aus Ohnmacht und Schwäche, sondern mit Übermaß seiner Güte will er,
dass auch von unserer Seite etwas geschehe, um die Früchte des Heils, das Erworbene, zu erlangen. Die erste Erfüllung dieser Pflicht besteht darin, die katholische Lehre offen und standhaft zu bekennen und soweit es ein jeder vermag, zu verbreiten. Soweit Leo der 13. Was für ein krasser Gegensatz ist die von Papst Leo dem 13. gemachte realistische Analyse des gefährlichen Zustands der gesellschaftlichen, der geistigen Gesundheit der modernen Welt des späten 19. Jahrhunderts mit der Analyse der von Papst Johannes dem 23. zu Beginn der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts gemachten Analyse. Ungeachtet der offensichtlichen Tatsache, dass in den 60er Jahren schon des vergangenen Jahrhunderts die moderne Gesellschaft, also in der Zeit von Johannes dem 23., ein bedeutend höheres Ausmaß an Unmoral und an Unglauben erreicht hatte, als in der Zeit von Leo dem 13. Die von Papst Johannes dem 23. gemachte Charakterisierung der modernen Gesellschaft damals klingt im Nachhinein sehr naiv und ohne echten christlichen Realismus. Johannes der 23. sprach folgende Worte bei der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, ich zitiere: Wir aber sind völlig anderer Meinung als diese Unglückspropheten, die immer das Unheil voraussagen, als ob die Welt vor dem Untergange stünde. In der gegenwärtigen Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und Ereignisse, durch welche die Menschheit in eine neue Ordnung einzutreten scheint. Heute verurteilen bereits die Menschen von sich aus solche Lehren, die so offensichtlich den rechten Grundsätzen der Ehrbarkeit widerstehen. Stimmt das? Heute verurteilen die Gesellschaft von sich aus schon verderbliche Lehren, die den rechten moralischen Grundsätzen und der Ehrbarkeit widerstreiten. Wo war diese Gesellschaft 1960, die das von sich aus schon gemacht hat? In Belgien gegangen. Auf dem Mond vielleicht? Also von sich aus schon die Gesellschaft tut die Fehler zurückweisen. Weiter sagt der Papst, Johannes der 23. Die Menschen sind sich heute zunehmend bewusst, dass die Würde des Menschen und seine natürliche Vollkommenheit von großer Bedeutung sind. Zitat Ende. Von großer Bedeutung, wenn schon in den 60er Jahren immer mehr angefangen hat, die Industrie der Antikonzeption, die Pille und dann die Abtreibung und so weiter. Ist das eine große Achtung der Würde des Menschen? Das ist eine Frage, die man anzweifelt. Hören wir noch einmal auf die Stimme von Papst Leo XIII., der die Sicht des christlichen Realismus aller Zeiten, den Realismus unseres göttlichen Erlösers, der Apostel und der Kirchenväter vermittelt. Einen Realismus, der immer auf der folgenden göttlich inspirierten Worten eingedenk ist, nämlich: Meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt, und jetzt sind viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es jetzt die letzte Stunde ist. 1. Johannesbrief 2,18. Weiter. Wir wissen, wir sind aus Gott, aber die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen. 1. Johannesbrief 5,19. Papst Leo XIII. Ermahnt uns auch heute noch mit folgenden Worten, ich zitiere: Es kann der Kirche nicht gleichgültig sein, was für Gesetze in den einzelnen Staaten gelten. Nicht insofern sie Staatsgesetze sind, sondern weil sie zuweilen die verbindlichen Grenzen überschreiten und in das Rechtsgebiet der Kirche übergreifen, wie heute in der Liturgie zum Beispiel.
Weiter sagt der Papst, es ist dann ihre heilige, ihr von Gott auferlegte Pflicht der Kirche, Widerstand gegen solche Gesetze zu leisten. Wenn eine staatliche Anordnung der Religion schädigt und alle Anstrengungen zu machen, dass der Geist des Evangeliums die Gesetze und Einrichtungen der Völker durchdringen. Manche behaupten nämlich, man dürfe der Gottlosigkeit, nachdem sie mächtig und einflussreich geworden ist, keinen öffentlichen Widerstand mehr leisten, damit der Widerspruch der Gegner nicht noch mehr erbittern. Ob solche Leute eigentlich für oder gegen die Kirche sind, ist nicht auszumachen. Manchmal versichern sie, die katholische Lehre sei ihr Bekenntnis. Nun hätten sie den Wunsch, die Kirche möchte gewisse von ihrer Lehre abweichende Meinungen ungestraft verbreiten lassen. Sie beklagen den Niedergang des Glaubens und der Verderbnis der Sitten, bemühen sich aber nicht um Abhilfe. Ja, vermehren nicht selten das Übel noch durch übergroße Nachsicht oder verderbliche Heuchelei. Die Klugheit dieser Leute ist von jener Art, die der heilige Apostel Paulus Klugheit des Fleisches nennt. Denn sie unterwirft sich nicht dem göttlichen Gesetz, noch kann sie es behaupten. Auch ist zur Minderung der Übel nichts ungeeigneter als diese Klugheit des Fleisches. Geht doch der Plan der Feinde, wie viele von ihnen unverhohlen prahlerisch verkünden, darauf hinaus, die einzig wahre Religion, die katholische, so viel sie können, vom Erdboden zu vertilgen. Worte gesprochen 1890. Weiter sagt der Papst, in dieser Absicht unternehmen sie alles, denn sie wissen, dass je mehr sie den Mut der Gegner einschüchtern, ihre bösen Anschläge, desto leichter gelingen dann. Wer also die Klugheit des Fleisches liebt und tut, als ob er nicht wüsste, dass jeder Christ ein guter Soldat Christi sein muss, wer den Kampfpreis, der dem Sieger gebührt, auf dem bequemsten Weg und ohne Kampf erreichen will, der fördert den Erfolg der Übelgesinnten, statt ihnen zu wehren. Die Kirche wird zu keiner Zeit und in keiner Weise von Gott verlassen. Darum braucht sie sich vor den Frevlern der Menschen nicht zu fürchten. Dagegen ist den Völkern, die den Weg der christlichen Tugenden verlassen, die gleiche Sicherheit nicht mehr gegeben. Denn die Sünde macht die Völker elend. Wenn alle vergangenen Jahrhunderte die Bedeutung der Wahrheit dieses Wortes erfahren haben, warum sollte das unsere von dieser Erfahrung bewahrt bleiben? Schon deuten viele Anzeichen darauf hin, dass die verdienten Strafen bevorstehen, die verdienten Strafen Gottes bevorstehen. Die Zustände, die in den Staaten herrschen, bestätigen dies ebenfalls. Mehrere von ihnen sind durch innere Übel zerrüttet. Keiner befindet sich in jeder Hinsicht außer Gefahr. Wenn nun die Parteien der Gottlosen den eingeschlagenen Weg verwegen weiterverfolgen, wenn es ihnen glücken sollte, mit ihren bösen Anschlägen und ihren noch schlimmeren Zielen weiteren Boden zu gewinnen und ihre Macht zu verstärken, dann ist die Furcht wohl begründet, dass sie ganze Staaten bis auf ihre natürlichen Fundamente hinab ruinieren werden. So schreckenvollen Gefahren vermag aber Menschenmacht allein nicht zu wehren, zumal die große, vom christlichen Glauben abgefallene Masse darin die gerechte Strafe für ihren Stolz leidet, dass sie, von ihren Leidenschaften geblendet, vergebens nach der Wahrheit sucht, den Irrtum für wahr nimmt und sich weise dünkt, wenn sie das Böse gut und das Gute bös nennt, die Finsternis für Licht und das Licht für Finsternis. So muss also Gott helfen und seine Güte eingedenk sich der staatlichen Gesellschaft annehmen. Darum müssen wir, wie wir anderen
aufwärts eindringlich gemeint habe, mit aller Anstrengung und Beharrlichkeit in demütigem Gebete zur göttlichen Güte flehen, auf das die Tugenden wieder erstehen, die das Leben verchristlichen. Soweit Leo XIII. Zum Abschluss hören wir die Stimme von Papst Pius X., der so realistisch und so aktuell und der uns von der Illusion eines neuen Pfingsten, von der Illusion eines angeblichen Frühlings der Kirche, von der Illusion einer angeblichen dem Evangelium gegenüber freundlichen Welt befreit. Von einer seit Johannes der 23. in der Kirche herrschenden Illusion. Pius X. sagte, und so mit seinen Worten möchte ich aufhören: Der Rückgriff auf diesen unendlich guten Gott ist umso notwendiger heute, als der Kampf, weit davon entfernt, beschwichtigt zu werden, noch akzentuiert wird und sich ständig ausdehnt. Es ist nicht mehr nur der christliche Glaube, den man um jeden Preis aus dem Herzen der Menschen auslöschen will. Es ist der gesamte überhaupt Glaube, der den Menschen über den Horizont dieser Welt erhebt, zum übernatürlichen Blick zum Himmel lenkt. Das will man ausrotten. Tatsächlich ist hier eine Illusion nicht mehr möglich. Diese Worte wurden geschrieben 1907. Es ist eine Illusion nicht mehr möglich. Weiter sagt der Papst Pius X., man hat allem Übernatürlichen den Krieg erklärt heute, weil Gott hinter dem Übernatürlichen steht. Und was man aus dem Herzen, dem Verstand des Menschen löschen will, ist Gott, das Übernatürliche. Es ist ein heftiger und unerbittlicher Kampf. Während es sich entfaltet, dieser Kampf, erwartet euch härtere Prüfungen, als ihr bisher gewusst habt. Die Weisheit befiehlt daher jedem von euch, vorbereitet zu sein. Ihr werdet es auf einfache, mutige und sichere Weise tun, in der Sicherheit, dass der Sieg in euren Händen bleibt, egal wie gewalttätig auch der Kampf ist. Das ist tröstlich und das möchte ich noch einmal wiederholen. Also, ihr werdet es auf einfache, den Widerstand und mutige und sichere Weise tun, mit der Sicherheit, dass der Sieg in euren Händen bleibt, egal wie gewaltig der Kampf ist. Wir haben nicht gezögert, euch zu sagen, dass die Stunde der Opfer gekommen ist, um die Welt im Namen Gottes, des Herrn aller Dinge, daran zu erinnern, dass der Mensch hier auf Erden Bestrebungen haben muss, die größer sind als nur die vergänglichen Aspekte dieses Lebens. Und dass die höchste Freude, die unantastbare Freude der menschlichen Seelen auf dieser Erde darin besteht, um jeden Preis die Gebote Gottes zu erfüllen und dadurch Gott in allem zu ehren, dadurch Gott in allem zu dienen und dadurch Gott in allem zu lieben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.